Mein Hauptdepot hat zuletzt wieder einen neuen Rekord erreicht und ist mittlerweile über 320.000 Euro groß. Dieses Depot soll bis 2036 die Millionenmarke knacken. Dafür investiere ich zu 95% langfristig in Qualitätsaktien wie Alphabet, Microsoft oder Nvidia. Aber kennst du das Gefühl beim klassischen Buy and Hold? Es ist zwar alles richtig und schön, aber manchmal will man einfach ein bisschen mehr Action. Täglich gibt es Schlagzeilen, heftige Kursbewegungen und es juckt in den Fingern auch mal mitzumachen. Und mal ehrlich, oft kauft man dann aus einem Impuls heraus irgendeine blöde Aktie und bereut es später wieder. Ich kenne das zu gut. Und meine Frau kann es nur bestätigen, dass Geduld nicht gerade meine größte Stärke ist. Aber was, wenn es eine Möglichkeit gibt, Überrenditen zu generieren, und zwar mit Action, mehr Spaß und der Finanz-KI von morgen? Ich habe dafür ein separates Aktiendepot gestartet, 5.000 Euro eingezahlt und lasse die KI für mich die besten Aktien finden. Und heute gibt es ein Update dazu, wie das Ganze funktioniert, meine persönlichen Gewinne, die Performance gegenüber dem Markt und die neuen Aktien für den Mai. Bleib unbedingt dran, denn am Ende verrate ich dir ein neues Experiment, das alles bisherige in den Schatten stellt. An dieser Stelle eine kleine Bitte. Wenn so ein Content für dich interessant und spannend klingt, dann lass direkt ein Abo da, um keine Updates zu verpassen, und gib dem Video ein Like. Danke für deinen Support. Alle meine Videos dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und sollen einfach als Motivation und Inspiration dienen. Also nicht vergessen, es ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Von wem auch? Von einem normalen Büroangestellten? Bevor wir tief reingehen, die nackten Zahlen. Was hat das KI-Depot bisher geliefert? Ich habe im Oktober gestartet und die komplette Playlist dazu findest du oben rechts. Und im April hat mir die KI genau 272 US-Dollar an Gewinn gebracht. Das entspricht satten 4,5% Rendite und das in nur einem Monat. Trotz des Iran-Crashs im März stehen wir seit Jahresanfang bei plus 6,4% Rendite. In echten Scheinen sind das 372 US-Dollar mehr auf dem Konto. Warum US-Dollar, fragst du dich? Weil ich der KI gesagt habe, hey, in Europa ist gerade nichts los. Finde mir bitte nur die besten US-Aktien. Spaß! Mein Broker hat einen direkten Zugang zur New Yorker Börse, daher handle ich direkt in Dollar, um unnötige Gebühren zu sparen. Wenn du neu auf dieses Video gestoßen bist, dann erkläre ich dir ganz kurz, wie die Geschichte mit dem KI-Depot funktioniert. Jeden Monat schaut sich die KI tausende Aktien an, geht hunderte von Unternehmenskennzahlen durch und stellt fertige Strategien bereit. Hier kannst du über 20 Länder auswählen, wobei ich bis jetzt immer die USA genommen habe, und hier kannst du die Strategie filtern, zum Beispiel nach Sektoren. Ich investiere seit Oktober in die Techstars. Hier wählt die KI die stärksten Tech-Werte aus und die Outperformance gegenüber dem S&P 500 ist echt krass. Die weiße Linie ist der S&P 500 Index und die gelbe Linie ist die Performance der Techstars. Und dieser Mega-Anstieg sind keine Backtest-Daten. Die Strategie ist seit Ende 2023 live, das heißt, die Rendite ist real. Wenn wir nach unten scrollen, sehen wir, welche Aktienpositionen in der Strategie neu dabei sind und welche ausgetauscht wurden. Und wie du siehst, wurde Texas Instruments mit 32% Gewinn verkauft, Klaviyo brachte plus 27%, Qualcomm plus 17% und so weiter. Dieses Rebalancing, also der Austausch von Aktien, wird immer am ersten Handelstag des Monats veröffentlicht. Alles, was du machen musst, kurz zu deinem Broker springen, die alten Aktien verkaufen und die neuen kaufen. Im Prinzip war das schon das ganze Hexenwerk. Und der Zeitaufwand liegt bei gerade mal 10 bis 15 Minuten pro Monat. Wenn du technisch nicht so ganz affin bist, dann dauert es vielleicht ein paar Minuten länger. Wichtig ist, du brauchst einen Broker mit extrem niedrigen bis gar keinen Ordergebühren. Bei bis zu 40 Transaktionen pro Strategie pro Monat fressen dich die Gebühren sonst komplett auf. Deswegen nutze ich die X-Station von XTB. Warum? Weil ich hier bis 100.000 Euro Umsatz pro Monat gar keine Ordergebühren zahle. Und was richtig cool ist, ich kann mehrere Depots anlegen und meine Strategien sauber trennen. Zum Beispiel habe ich hier aktuell 4 Stück. Ein Depot ist in Euro, falls ich später mal in deutsche Aktien investieren möchte, und dazu habe ich noch 3 Aktiendepots in US-Dollar. So kann ich US-Aktien handeln und die Währungswechselgebühren vermeiden. In dem Depot habe ich die Value-Strategie ausprobiert und im anderen läuft die Tech-Strategie. Und das letzte Depot nutze ich zum Lernen mit anderen Finanzinstrumenten wie gehebelten CFDs oder später auch Optionen. Übrigens, wenn du die ProPix KI auch testen oder dich generell beim Trading ausprobieren möchtest, dann schau auf jeden
Fall bei XTB vorbei. Bis 100.000 Euro Umsatz kommissionsfrei in über 9.300 Instrumenten zu handeln, ist das perfekte Setup für den Start. Und wenn du dich jetzt mit dem Code HOME registrierst und eine beliebige Summe einzahlst, bekommst du eine PayPal-Aktie gratis dazu. Die Aktion gilt bis einschließlich 30.06. und ist auf die ersten 400 Neukunden limitiert. Also schnell sein lohnt sich. Den Link zur Aktion packe ich dir direkt unter das Video. So, aber lass uns mal schauen, welche Tech-Aktien die KI für den Monat Mai ausgesucht hat. Bei Adobe sagt die KI halten. Applied Materials bleibt auch in der Strategie. Autodesk ist neu dabei. Badger Matter ebenfalls neu. Cognizant ist neu. DocuSign bleibt. EPAM Systems bleibt. Fair Isaac, oder wie das heißt, wurde neu aufgenommen. Gartner bleibt. Kyndryl bleibt. Onto Innovation ist neu. OpenText bleibt. Salesforce sollte laut KI schon längst raus sein, aber ich habe es gegen die Empfehlung behalten. Tja, teilweise stand die Aktie bei 0, aber jetzt bin ich wieder zweistellig im Minus. Und genau das gleiche ist bei ServiceNow passiert. Das heißt, die KI hatte mehr Recht als ich und ich darf jetzt auf größeren Verlusten sitzen bleiben. Teradata ist wieder mit dabei und Workday bleibt in der Strategie drin. Insgesamt habe ich in diesem Depot jetzt 16 Titel im Wert von über 3.100 US-Dollar. Eine schöne Sache gibt es aber. Die neue Aktie Quinity Electronics ist auf XTB aktuell nicht handelbar. Das ist ärgerlich, besonders wenn sie in den nächsten Wochen explodieren sollte, aber ja. Da kann man leider nichts tun. Für die, die das Projekt länger beobachten und selbst rumspielen, gibt es jetzt eine wichtige Info. Seit Jahresanfang habe ich hier auf Xstation 2 Strategien gefahren. Value Vault und die Techstars. Da ich aber mit Value Vault nicht ganz glücklich war, habe ich das Depot komplett aufgelöst. Das Geld habe ich in die gleiche Techstars Strategie reinvestiert und werde nun Folgendes testen. Hier in diesem Depot habe ich oft gegen die KI gewettet. Aktien behalten oder bei manchen krassen Anstiegen bereits Mitte des Monats die Gewinne mitgenommen. Wenn wir in die Kontohistorie springen, dieses Jahr auswählen und etwas runterscrollen, zum Beispiel bei Canadian Solar Ende Februar oder bei Ultra Clean Aktie am 12. Februar, genauso bei Zebra und Teradata, ich habe die schneller verkauft. Und schau mal hier, Teradata habe ich für $170 am 2. Februar beim Rebalancing gekauft und gar nicht mal 10 Tage später ist die Position auf $246 gestiegen. Das sind über 40% Gewinn nach nur wenigen Tagen. Und wenn wir den Chart von Teradata öffnen, dann schau mal, ich habe bei $41 fast genau das Hoch erwischt und seitdem wurden die Gewinne komplett wieder abgegeben. Das heißt, mein vorzeitiger Verkauf hat sich hier richtig gelohnt. Aber wie jemand in den Kommentaren richtig geschrieben hat, so wird das Gesamtbild natürlich etwas verzerrt. Daher werde ich bis Ende des Jahres Folgendes machen, um das Experiment noch spannender und hilfreicher für dich zu gestalten. Ich werde die Techstars-Strategie ab sofort doppelt fahren. In dem einen Depot werde ich genauso handeln, wie es die KI vorgibt, ohne jede Ausnahme. So bekommen wir eine saubere Auswertung und können später sagen, okay, 1:1 nachmachen funktioniert oder eben nicht. Und im anderen Depot werde ich weiterhin schnelle Gewinne wie bei Teradata mitnehmen oder Aktien wie Salesforce und ServiceNow länger halten, wenn mein Bauchgefühl sagt, das sind Top-Aktien, die definitiv wieder steigen werden. Und am Ende des Jahres können wir die Performance vergleichen und sehen, welcher Weg besser funktioniert. Und dann ab nächstem Jahr können wir alle viel mehr Rendite aus diesem Spiel herausholen. Wie findest du die Idee? Schreib es mir in die Kommentare. Falls dich das Thema KI-gestützte Depots interessiert und du ebenso die aktuellen Marktschwankungen ausnutzen und das Ganze etwas ausprobieren möchtest, mit dem Promocode HOME15 bekommst du auf die aktuellen über 50% Rabatt noch 15% Rabatt zusätzlich obendrauf. In dem Abo sind nicht nur KI-Strategien drin, sondern du bekommst Zugang zu einem mächtigen Aktienscreener mit vielen weiteren KI-Funktionen, Charts, Watchlisten, News, Wirtschaftskalender und. Den Link und den Promocode packe ich dir unten in die Videobeschreibung rein. So, das war das Update zum KI-Depot. Lass mir ein Like da und vergiss das Abo nicht, um die nächsten Updates nicht zu verpassen. Wenn du mehr Infos brauchst, wie das Ganze funktioniert und was du dafür brauchst, schau dir dieses Video und die ganze Playlist an. Den Promocode mit über 60% Rabatt auf die KI-gestützten Depots packe ich dir ebenso unter das Video. Danke dir fürs Zuschauen und deinen Support. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.